Yeah, Pentatonic Power. Wenn ihr diesen Sound haben wollt und die Tonleiter verstehen möchtet, die wir Gitarristen am liebsten verwenden, schaut euch folgendes Video an. Modern Guitar School ist online. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich. Mein Name ist Christian Moser. Ich bin Profi-Gitarrist seit 25 Jahren, leite meine eigene Gitarrenschule in Wiesbaden und möchte euch gerne meine Erfahrungen und mein Wissen hier in dem Kanal weitergeben. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema für uns Gitarristen oder allgemein für Musiker. Das ist die Verwendung der Pentatonik und das Verstehen der Pentatonik, denn die Pentascale ist die meistgespielte Tonleiter, wenn es um Gitarrensoli geht. Ist auch völlig egal, in welchem Stil, Blues, Heavy Metal, Funk, alles Mögliche. Die Pentascale ist wirklich die Basis von allem. Und die meisten Licks, die ihr hört, sind aus der Pentatonik. Umso wichtiger, diese Scale zu verstehen, weil nur was man versteht, kann man auch optimal anwenden. Und ich werde euch heute mal von ganz unten, von den Basics her, die Tonleiter erklären, damit ihr versteht, wo die Pentatonik herkommt, woher sie abgeleitet ist, um sie optimal nutzen zu können. Ausgangsbasis für die Pentascale ist die C-Dur-Tonleiter. Diese Tonleiter, denke ich, kennt ihr. Es ist die Basis in unserer Kultur, von der Dinge abgeleitet sind wie Akkorde, Molltonleitern, Modes. Also die Dur-Tonleiter ist in unserer Kultur, wie gesagt, die Bodenplatte sozusagen, wenn man Musik ein bisschen verstehen will. Und möchtet ihr die Pentatonik verstehen, kommt ihr eigentlich auch an der Dur-Tonleiter nicht vorbei. Ich zeige euch mal die Dur-Tonleiter über einen Backing-Track und erkläre euch dann gleich, was ich gespielt habe. C-Dur, wie gesagt, solltet ihr kennen. Ich habe sie mal bewusst hier in dieser Lage gespielt, um euch dann auch die Verknüpfung zur Pentatonik am besten herzuleiten. Hier im linken Diagramm seht ihr die Dur-Tonleiter, die ich gerade gespielt habe. Diese Box solltet ihr am besten lernen. Und im rechten Diagramm seht ihr die parallele A-Moll-Tonleiter. Und wenn ihr genau hinschaut, dann fällt euch auf, die C-Dur-Tonleiter und die A-Moll-Tonleiter haben die identischen Töne. Die A-Moll-Tonleiter beginnt nur bei dem Ton A. Ich sage es mal international, A, B, C, D, E, F, G. Und die C-Dur-Tonleiter beginnt beim Ton C. Die sind also parallel, verwenden die gleichen Töne. Das bedeutet, dass über diesen Backing-Track, den ich euch eben vorgespielt habe in C-Dur, könnt ihr auch die A-Moll-Tonleiter verwenden. Das mache ich euch mal, damit ihr mal hört, wie das dann klingt. Ich beginne jetzt also bei dem Ton A. So, A-Moll-Tonleiter. Also ihr habt gesehen oder gehört, die Töne sind identisch, beides funktioniert. Ihr solltet diese beiden Tonleitern auch auf jeden Fall im Repertoire haben, denn das sind quasi die Hauptsäulen eigentlich in unserer Musikkultur in Europa. Entweder habt ihr einen Song in Dur, Happy, Kinderlied, Schlager, oder ihr seid in Moll. Die meisten Rock- oder Metal-Songs sind eher Moll, weil es etwas düsterer, etwas theatralischer klingt. Also diese beiden Scales auf jeden Fall lernen. Wie kommen wir jetzt also zur Pentatonik? Die Pentatonik, wie der Name schon sagt, Penta, fünf Töne. In der normalen Tonleiter, Moll- oder Dur-Tonleiter, habt ihr 7 Töne. Bedeutet also, möchtet ihr zur Pentatonik gehen, müssen 2 Töne wegfallen. Und das Entscheidende ist, die Pentatonik besitzt keine Halbtonschritte. Das zeige ich euch auch mal hier im Diagramm hier unten. Da seht ihr links die A-Moll-Tonleiter. Und auf der rechten Seite seht ihr die Pentatonik und ihr erkennt, dass die
A-Moll-Tonleiter die gleichen Töne hat wie die Pentatonik, aber die Pentatonik hat keine Halbtonschritte. Das ist auch der Grund, weshalb die Pentatonik etwas ungeschliffener, etwas bluesiger daherkommt als die Moll- oder Dur-Tonleiter. Denn durch das Fehlen der Halbtonschritte habt ihr einfach einen etwas raueren, bluesigeren Sound. Ich zeige euch das nochmal im Vergleich. Ich nehme erstmal die A-Moll-Tonleiter und spiele dann die A-Pentatonik. A-Penta. Also nochmal der Unterschied. A-Moll-Tonleiter und C-Dur-Tonleiter haben Halbtonschritte. Ein Halbtonschritt ist immer ein bunter Abstand, wie hier zum Beispiel. C und B. Das klingt immer ein bisschen softer, ein bisschen melodischer. Wollt ihr ein Blues- oder ein Metal-Solo spielen, ist das vielleicht nicht ganz so angebracht. Aber ihr dürft das auch nicht getrennt sehen. Wenn ihr ein Solo in A-Moll spielt oder A-Minor, könnt ihr das natürlich auch immer mischen. Ihr könnt Sequenzen mit Halbtonschritten spielen, ihr könnt aber auch pentatonische Sequenzen spielen. Das zeige ich euch auch mal. Ich spiele mal irgendwas, was mir gerade einfällt. Vielleicht mit Penta ein bisschen beginnen. Halbtonschritte. Penta. Halbtonschritte. Ihr hört also, das Ganze kann man mischen, wie einem gerade das Ganze Spaß macht. Ob man es ein bisschen melodischer will, ein bisschen bluesiger. All diese drei Tonleitersegmente, C-Dur, A-Moll und A-Penta, könnt ihr mischen, denn alle drei Segmente sind ja im Prinzip aus den gleichen Tönen, nur dass bei der A-Pentatonik die Halbtonschritte fehlen. Schüler fragen mich sehr häufig, ja, wenn dann die Halbtonschritte wegfallen, warum fällt dann nicht das C weg oder das E? Dann wären doch auch keine Halbtonschritte mehr da. Das ist eine sehr gute Frage. Ihr müsst eine Tonleiter immer in Relation sehen zu dem Begleitakkord oder zu dem Hauptakkord eines Songs oder einem Backing-Track, wie eben. Eben lag A-Moll im Zentrum. Es war ein bluesiger Track in A-Moll. Und wenn ihr euch jetzt den A-Moll-Akkord anschaut, nehmen wir mal den Basic A-Moll-Akkord hier unten, den kennt wahrscheinlich jeder. Was hat er für Töne? Er hat den Grundton A logischerweise, die kleine Terz C und die Quinte E. Wenn also der Akkord A-Moll liegt mit seinen Tönen A, C und E, solltet ihr in eurer Tonleiter auf jeden Fall auch diese drei Intervalle behalten. Das sind die sogenannten Ruhetöne und sie dienen perfekt zum Ansteuern oder zum Auflösen eurer Melodielinien. In dieser Tabelle hier seht ihr das eingeblendet. Die A-Moll-Tonleiter oben, die A-Pentascale unten. Ihr seht, welche Töne wegfallen und welche Intervalle im Prinzip übrig bleiben. Okay, das war mein kleiner Basic-Workshop bezüglich der Pentatonik. Jetzt wisst ihr ungefähr, wo die Tonleiter herkommt, wie sie gebildet wird, wie sie klingt. Und nächste Woche zeige ich euch ein paar sehr berühmte und bekannte Sequenzen aus der Pentatonik. Die klingen unheimlich gut, findet ihr in allen möglichen Solos und das werden wir dann zusammen zerlegen. Wenn euch der Workshop gefallen hat, gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo, würde mich total freuen. Dann verpasst ihr keinen weiteren Workshop und wir können weiter auf der schönen langen Reise mit diesem Instrument gehen, denn ich kann euch da auch noch einige weitere sehr interessante Sachen zeigen. Alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn Modern Guitar School online ist. Bis dann, ciao!